Good evening. Floyd, is it? Ah, Mr. Lang, how nice of you to join us. It's Dr. Lang, actually. But who needs formalities in a place like this? Quite. I suppose you're here on business? Business? Yeah. A drink, Mr. Lang. That is what you're after, is it not? Perhaps a bite to eat first? Unfortunately, all our meals are reserved. By all means, have a drink, though. Pull up a stool. I'd better not stay. Your ticket collector, Don, I think it was, has tasked me with procuring him a glass of whiskey. Ah, yes, he did leave his hip flask here, thinking about it. It's right there on the bar. This one's on the house, Mr. Lang. Da sind wir in der Bar, also. Wir haben gerade Floyd kennengelernt, den Barkeeper. Und dann trinken wir mal hier. Huh, it's empty. Ach, das ging jetzt aufs Haus. Flask's empty, Floyd. Better give me a shot of whiskey. No more freebies, I'm afraid, Mr. Lang. That'll be £5. £5? You're burying me alive here. Das ist, naja, nicht unbedingt lustig, dass der sagt, you're burying me alive here. Aber ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, was eigentlich The Charnel House meint. Da hört man schon wieder so die komische Musik. Und wenn es einen unbedingt interessiert, kann man das mal googeln. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Charnel House sind diese Grabstätten, auch noch in anderen Kulturen, wo die einfach wirklich, die sind voller Knochen und Gebeine. Da sind alle Gebeine aufbewahrt, teilweise, ich weiß nicht, von Kriegsopfern manchmal. Aber ich glaube auch einfach so, also es ist eine Ehrstätte, man gedenkt da den Toten. Und deswegen, also es wird alles immer mehr stranger und verrückter. Und er gerade hat gesagt, wir bekämen einen Drink aufs Haus und hat uns dafür einfach diese leere Flasche gegeben. Wie heißt das? Flachmann. Nee, genau, Flachmann, den wir dann Don bringen sollen. Dem Schaffner. Und jetzt hat er gerade gesagt, da ist gar kein Whisky drin. Und offensichtlich kriegt man auch hier nichts umsonst. No more freebies, I'm afraid, Mr. Lang. Genau. Dann hat er vielleicht Geld drin? Ah, a bit of money. Just what the doctor ordered. £5. Perfekt. Here you go, my good man. Better hit me with another. Excess is the path to ruin, Mr. Lang. We wouldn't want you to go before your time, would we? I think I can manage just one more drink. That's what they all say, isn't it, Mr. Lang? Just one more for the road? I can handle it. Never had difficulty driving before. And what about your liver, Mr. Lang? Can that handle just one more drink? God damn, Floyd, you always were a preachy son of a bitch, weren't you? I think you're quite mistaken, Mr. Lang. We've never met, you and I. I just don't want you to do yourself an injury. I can handle one more goddamn drink, you stupid bitch. Just stay out of my way and I'll stay out of yours. That's right, Mr. Lang. Let it all out. There's a good little puppy. What the hell? What did... Shit. I need to go, Floyd. It's been a pleasure, as always. Aren't you forgetting your promise, Mr. Lang? Whiskey. For Don. Also was mich gerade extrem stutzig macht, ist der Ton, mit dem die beiden umgegangen sind. Der war ja zu Beginn noch sehr, sehr höflich. Und also er wollte gerade noch einen Drink haben, der Mr. Lang, unser Kurator hier. Und dann hat der Floyd ziemlich, ja, ich würde nicht sagen aggressiv, aber ziemlich vehement gesagt, ja, das sagen sie alle, ne? One more for the road, ich trinke noch schnell ein und ich hatte auch nie Probleme beim Fahren und packt da so irgendwie
das ganze Zeug aus und das macht den Mr. Lang wiederum total wütend. Er hat ihn auch gerade als Bitch betitelt, was ja nicht so schön ist. Komisch, also... Und er glaubt, ihn zu kennen. Also, naja, hier haben wir die Whisky-Bottle. Once more unto the breach, dear friends. I'm afraid you can't just take it, Mr. Lang, no matter how much you wish to. How much? It's not cheap, I'm afraid. 40 pounds should do it. I don't have that much money on me. I'm sure you'll find a way, Mr. Lang. You always do. Also wir können die Flasche nicht einfach so mitnehmen und müssen zahlen. 40 Pounds. Aber das war ja unser Rest... Ah, Credit Card. Sehr gut. Okay, here goes. Goodbye, bank balance. If you just enter your PIN. Now, what was my pin? I remember setting a number I can identify easily. No good with memorizing numbers. Oh Gott. Hat er irgendwo... Wir brauchen eine PIN. It's my credit card. Dr. Harold Lang, Krennic-on-Thames Museum, Badge ID CCPN 1318. Könnte das 1318 sein, wenn er sowieso nicht so gut sich an seinen PIN erinnern kann? Das wäre echt einfach. Aber... Ein Versuch. Wow! All done. Thank you, Floyd. No, thank you, Mr. Lang. So, da haben wir den Whisky. Da müssen ja echt viele Gäste an Bord sein. Er hat nämlich vorhin Food's getting gefragt, cold. I haven't heard any sort of dinner bell. Are we supposed to just know when it's dinner time? Are any of these places for me, I wonder? nee, eben. Der Floyd hat nämlich gesagt, die seien alle reserviert. What the hell is happening to me? Oh, my head. I can't think. Oh, Mr. Lang, that pale man you met. I think he just wants a best friend. Perhaps you're not quite what he's looking for? You are, after all, blind drunk. Aber woher weiß denn der Floyd, dass wir den anderen Menschen getroffen haben? Wenn das dann ein Mensch ist. Er möchte einen Freund. Es geht You're doch... lonely. Is that it? I think Floyd was right. He doesn't seem to be warming to me, though. Ah, doch, es geht also um diesen Menschen hier. Können wir ihm vielleicht den Hund geben? Worth a try, I suppose. Hey, sir, this isn't quite man's best friend, but... That seems to have done the trick. I think he wants me to open it. Was sollen wir öffnen? Ah, das da? There's an engraving here. He whose blood the earth's dark thirst doth quench ascends until the heavens from her womb. Interesting. Das war gerade zu schwierig, um es zu übersetzen. Aber es war sicher wieder ein literarisches Zitat. Den können wir offensichtlich bewegen. It's firmly attached. But hey, I think I can move it. Muss man da irgendwas... Nee, ich glaube nur den. Locked. Ah, okay. Locked. Einfach mal testen. It's open. Oh! The box is filled with earth and worms.
Was? They're everywhere. Why would he lock something like this away? Also, Gott, ist das creepy. Warum hat der da... A huge black holdall. Looks very heavy. God knows what's inside. Der spielt da mit dem Hund. Ist ja schon fast wieder süß. Ah, diese Würmer. Also spätestens jetzt dürfte klar sein, dass hier was ganz gewaltig nicht mehr stimmt. Whisky-Bottle müssen wir noch umfüllen. Da hat die ganze Whiskyflasche reingepasst? Unsere 40 Pounds? Nein. Oh, boy, you really came through for an old man. Talk about dramatizing it. You can't be any older than 35. Glad to make the night pass by just that little bit easier. That reminds me, I never did find that girl in this carriage. Girl? What are you talking about? There's no girl on this train. But you said... No. It's not nice to go messing with old Don's head just 'cause he's had a sniff of whiskey. But, you know, I'll let you learn. You've got spirit. Well, thanks. But that girl, you honestly told me you saw her. I reckon I didn't. And you know what? It's the craziest damn thing. You're just about the only soul I've seen on this train tonight. It's not normally like that. Even Floyd's usually around. Must be his night off. Floyd is around. I got the whiskey from him, remember? And what about the sick passenger in the next car? Not seen anyone around, son. You know what I need on a night like this? A good book. Can't beat a good novel and a drink. A good book, eh? Also jetzt wird's immer seltsamer. Die haben sich ja gerade unterhalten und der Ticketinspektor hat ihm gerade gesagt, er sei der einzige Passagier auf im ganzen Zug. Sogar Floyd sei nicht da. Floyd hätte seine Day Off sozusagen. Und wir haben ja gerade vorhin die ganzen Tische gesehen, die ja angeblich reserviert waren. Und... ist doch komisch. Und auch die... wie heißt die? Alex, genau. Die Alex, die wir ja vorher gespielt haben. Wir sind ja zusammen in den Zug eingestiegen. Hat der Ticketinspektor auch gesagt, er hat nie ein Mädchen gesehen, das diesen Zug bestiegen hat. Und er möchte jetzt gerne ein Buch haben. Wir haben doch eins, das können wir ihm vielleicht geben. Hope Don likes it as much as I did. Die Musik, also wenn man es Musik nennen kann, ist so unangenehm. Hier steht der Flachmann und ein Schlüssel. Können wir ihm das Buch geben? Huh. Guess he won't be wanting the novel after all. Best leave him be. Okay, dann nehmen wir einfach den Schlüssel mit. Well, why not? The key to 2A. Maybe I'll find this mysterious girl. 2A. Klingt ein bisschen wie experimentelle Musik. 2A. Huch. Another large bag. This is starting to get very, very unpleasant. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was sollen die ganzen schwarzen Teile da? Fotografien, The Laternen. lamp casts a pale, cold glow over the photographs.
The flame is perfectly still. More photos of that girl from the picture in the corridor. She's sitting in different seats around a house. What is it about these pictures? More photos of that girl from the picture in the... My God! They're Victorian death pictures. I thought as much. I can't take this. What the hell is this place? Am I even awake? Wow, okay. Er hat sich gerade gefragt, wo er da eigentlich wirklich ist und was mit ihm ist und dass er das nicht mehr aushält. Er hat gerade sogenannte Victorian Death Pictures gefunden. My God! Wer das nicht kennt, heute empfehle ich irgendwie immer Google, ich weiß es nicht. Ja, es ist auf jeden Fall nichts für schwache Mägen. Das stammt aus der viktorianischen Zeit, das war damals eine Mode, dass man tote Menschen fotografiert hat und zwar richtig in Szene gesetzt. Und was mich gerade wundert. Ja, genau. Also das ist offensichtlich auch so eins nachgemacht. Man sieht hier die Rückenlehne, die Kopflehne. Das war tatsächlich so, um den Körper zu halten. Finde ich heute extrem seltsam. Es gab teilweise wirklich Familienfotos, noch mit lebendigen Angehörigen und dann irgendwie die Tote oder der Tote da in die Mitte. Finde ich persönlich, weiß ich nicht, etwas seltsam. Aber es war natürlich auch ein ganz anderer Umgang mit dem Thema. So, und er hat jetzt diese Fotos gefunden. Also die wurden dann auch teilweise wirklich so geschminkt oder hergerichtet, als würden sie noch leben. Damit man ein Erinnerungsfoto hat. Ja. Und genau solche Fotos hat er gefunden. Echt komisch. Vielleicht sollten wir nochmal zu Floyd? Aber der ist ja nicht mehr da.